Es ist so, als ob alles um einen herum zusammenbricht. Also man kann das ist so, ich meine, für mich ganz im Ernst, für mich selbst, wenn ich keine Kinder gehabt hätte, hätte ich gesagt, okay, ich habe ein gutes Leben gehabt, interessantes Leben gehabt, ungewöhnliches Leben gehabt, ich gehe jetzt von der Welt. Ich wäre damit okay gewesen. Aber das, was mich so angetrieben hat, war natürlich, dass ich Kinder hatte, weil mein Gedanke war, und ich glaube, jede Mutter wird das verstehen, was wird mit meinen Kindern passieren? Die meisten kennen sie vermutlich als Dschungelkind. Der gleichnamige Bestseller landete damals mehrere Wochen auf Platz 1 in den Verkaufslisten, wurde in über 30 Sprachen übersetzt und schaffte es sogar in die deutschen Kinos. Darin beschrieb sie ihre Kindheit und ihr Aufwachsen im Dschungel von Papua-Neuguinea. Seit sie 17 ist, lebt sie wieder in Europa, aber der Dschungel hat sie nie ganz losgelassen. Ihre letzte Reise dauerte insgesamt 5 Jahre und dabei begegnete sie längst ausgestorben geglaubten Lebensformen und ist dem Tod zum Glück von der Schippe gesprungen. Und ich freue mich sehr, dass sie heute Morgen hier ist. Schönen guten Morgen, Sabine Kügler. Guten Morgen. Ich habe es eben gesagt, deine letzte Reise dauerte 5 Jahre. Ja. Als du damals losgefahren bist, gab es einen anderen Grund als Abenteuerlust. Was war das? Absolut, ja. Also wir wissen nicht genau wann, 2007 oder so, ich war ja viel unterwegs in auch Gebieten damals im Urwald, die noch zum Teil unerforscht war. Und die Vermutung ist, dass ich mir irgendeinen Parasiten eingefangen habe. Weil ich gemerkt hatte, so ab 2007, dass ich immer so krank wurde, so ein paar Tage im Monat und dachte, das ist die Grippe. Dann dachte ich, naja, es ist Burnout. Dann dachte ich, das ist eine Allergie. Aber das wurde immer schlimmer und schlimmer und die Symptome wurden schlimmer und schlimmer. Und dann fing ich an, zu Ärzten zu gehen, ein Arzt nach den anderen, alles durchgecheckt, alles wirklich von deutschen Ärzten, österreichischen Ärzten, Schweizer Ärzten, Singapur kommuniziert, den Ärzten, Australien. Und keiner konnte es erklären, keiner konnte was finden, keiner konnte was erklären. Und das ging so bis 2011, wo ich dann so krank war und war letztlich dann auch im Tropeninstitut und wo man mir dann gesagt hat, man könne mir nicht mehr helfen. Wie fühlt sich das an, wenn man final nach so vielen Ärztebesuchen gesagt bekommt, wir können nichts mehr für Sie tun? Weißt du noch, wie du dich gefühlt hast? Ja, es ist so, als ob alles um einen herum zusammenbricht. Also man kann das ist so, ich meine, für mich ganz im Ernst, für mich selbst, wenn ich keine Kinder gehabt hätte, hätte ich gesagt, okay, ich habe ein gutes Leben gehabt, interessantes Leben gehabt, ungewöhnliches Leben gehabt, ich gehe jetzt von der Welt. Ich wäre damit okay gewesen. Aber das, was mich so angetrieben hat, war natürlich, dass ich Kinder hatte, weil mein Gedanke war, und ich glaube, jede Mutter wird das verstehen, was wird mit meinen Kindern passieren? Ich kann die nicht verlassen, ich kann es nicht machen. Für mich war das einfach so unvorstellbar. Und das war eigentlich der treibende Grund, wo ich gesagt habe, nein, ich möchte nicht sterben. Ich muss für meine Kinder leben. Was waren denn die Symptome? Du hast gesagt, es ging sukzessive, wurde es schlimmer, aber was war also die Symptome waren, das ist eben das, was so ungewöhnlich war. Also die Symptome waren immer Brennen in den Knochen, unglaubliche Müdigkeit, also es war so, als ob der Körper gelähmt war und Schmerzen und man konnte nicht richtig denken. Schilddrüsen waren bis Riesen geschwollen, meine Haare fingen rauszufallen, massives Gewichtsverlust. Eigentlich Symptome, die eigentlich niemand so erklären konnte. Und dann gab es Probleme, habe ich gedacht, okay, ich habe Schmerzen mit den Nieren. Dann hat man dann die untersucht, da war aber nicht. Dann plötzlich ging das irgendwo anders hin und deshalb die Vermutung Parasit, weil das im Körper gewandert ist. Und 2011 wurde mir ziemlich gesagt, man könne nichts mehr für mich machen. Und da habe ich einfach, ich wusste damals, das ist das Ende, weil ich wog damals noch, glaube ich, 45 Kilo. Und da habe ich mir gedacht, was mache ich jetzt? Ich wusste, ich war am Sterben. Und da habe ich gesagt, okay, ich habe 2 Möglichkeiten. Entweder ich bleibe hier, meine Kinder waren noch relativ jung und werde meine letzte Zeit mit meinen Kindern verbringen. Oder ich gehe zurück dort, wo ich vermutlich die Krankheit auch bekommen habe, und zwar in dem Dschungel, unter den Stämmen, um herauszufinden, ob es dort ein Heilmittel gibt. Du hast 4 Kinder, ne? Ja. Dann zu sagen, ich suche jetzt noch mal da, wo es vielleicht herkommt, oder ich
verbringe jetzt die letzte Zeit, weil ne, war ja für dich, du musstest das ja abwägen. Ne? Ja. Versuche ich jetzt nochmal irgendeine Heilung zu finden, was ungewiss ist, oder verbringe ich die Zeit mit deinen Kindern? Wie konntest du dich entscheiden? Ich glaube, das ist eine Entscheidung, die würde ich mir auf niemanden wünschen. Also diese Entscheidung zu treffen, weil das Risiko war ja enorm. Ich wusste auch, ich hatte nur eine kleine Chance. Und ich habe damals, glaube ich, einfach gesagt, ich glaube, man greift einfach nach dem Kleinsten, was man hat. Und irgendwie habe ich mir gesagt, wenn das die einzige Chance ist, weil ich konnte auch nicht mehr, ich war zu krank, um überhaupt noch was zu machen. Und da habe ich mir gedacht, okay, wenn ich nur eine kleine Möglichkeit habe zu leben, dann muss ich diese Möglichkeit nachgehen. Das war so mein Gedanke. Ich muss alles tun, was möglich ist, um zu leben. Und wie hast du das damals mit deinen Kindern kommuniziert? Also ich hatte damals natürlich eine sehr schwierige Entscheidung, was ich sagen sollte, auch nicht zu meinen Kindern, sondern auch zu meinem Umfeld. Und habe dann eine Entscheidung getroffen, niemand zu erzählen, genau was am passieren war, weil ich wusste ja nicht, erstens, ob ich es schaffen würde, zweitens, wie lange es dauern würde. Und ich habe mir überlegt, wie es für Kinder ist, zu wissen, unsere Mutter ist irgendwo im Urwald und sie ist am Sterben. Und die würden jeden Morgen aufwachen mit dem Gedanken, unsere Mutter kann tot sein. Und da habe ich mir gedacht, das würde die Kinder viel mehr kaputt machen. Und deshalb habe ich eigentlich gesagt, nee, ich gehe dahin, weil ich einen Job habe, weil ich Arbeit habe, weil ich dort ein Projekt habe und so. Und meine Kinder haben natürlich gewusst, da stimmt was nicht. Das haben sie schon geahnt. Also sie haben mitgekriegt, dass du krank bist, ja, ne? Weil das ging ja lang schon, die Krankheit. Ja, das haben sie mitbekommen. Und das haben sie schon mitbekommen. Aber ich habe mir immer damals die Entscheidung getroffen, dass es viel schlimmer für die Kinder gewesen wäre, wenn sie, ich war ja auch lange weg, wenn sie immer damit leben müssten, jeden Tag, unsere Mutter könnte tot sein. Weil es gab ja Zeiten, wo ich auch keinen Kontakt mit denen hatte, weil ich zu weit im Urwald drin war. Und die hätten gedacht, dann die Wochen lang, das wäre für die so eine Qual gewesen. Und da habe ich mir gedacht, mir ist es besser, dass sie einfach glauben, ich bin irgendwo für ein Projekt unterwegs. Ich habe selber eine Tochter, ne? Also diese Entscheidung zu treffen, hat auch beim Lesen alles in mir auf links gedreht. Ne? So, ja. Das treffen zu müssen, ist eine unvorstellbare Entscheidung. Es ist ja. Und ich sage auch immer, auf eine gewisse Art und Weise, auch wenn alles gut ist und es gut gegangen, ich habe immer gesagt, das Herz bricht. Das ist eine Entscheidung, das bricht das Herz und das wird auch nie richtig heilen. Erinnerst du dich an den Abschied von deinen Kindern? Dein Jüngster war 11 damals? Ja, der war 11, ja. Natürlich, also, und der einzige Weg, wie man damit klarkommt, ich habe das damals einfach gemacht, ist, man muss abschalten, sonst hätte ich es nicht geschafft. Also richtig ausblenden und sagen, ja. Okay, und sagen, okay, und einfach sich darauf fokussieren, jetzt geht's los, jetzt muss ich so schnell wie möglich ein Heilmittel finden. Du hast Dinge im Dschungel kennengelernt, die du selbst, obwohl du da groß geworden bist, nicht kanntest. Und du hast ganz viele du bist rumgefahren, hast ganz viele unterschiedliche Stämme und Kulturen noch mal auch kennengelernt. Ne? Ja. Und wie ist das für dich gewesen, als deine Suche war, ich versuche dem Tod von der Schippe zu springen und bin aber in jeder Kultur mit einem besonderen Umgang mit Tod begegnet. Wie war das für dich? Ich war geschäftlich, hatte ich einen guten Geschäftspartner in Papua-Neuguinea, der ist ein Häuptling, der heißt Mickey. Und ich war ja Teil seines Stammes und der hatte damals zu mir gesagt, Sabine, ich nehme dich mit, wir finden ein Heilmittel. Und das allererste war interessant, als ich ankam, das allererste, was sie gemacht haben, ist, die haben alles Essen weggenommen von mir. Ich durfte nur noch 2 Sachen essen. Und das interessanterweise hat mich auch am Leben gehalten. Und da sind wir immer von einem Stamm, von einem Dorf zum anderen gewandert und haben immer gefragt, kennt ihr die Symptome? Und da haben sie gesagt, ja, nee, aber wir haben da vielleicht was. Ich habe alles genommen, alles geschluckt, was man mir gegeben hat. Manchmal hat es auch geholfen für eine Weile und dann kamen die Symptome wieder. Und das haben wir ja über längere Zeit gemacht. Aber zur selben Zeit sind wir rumgekommen und zum selben Zeit, und das war das, was auch für mich so erstaunlich war, das war ja das erste Mal, seit ich ein Kind war, wo ich wieder sozusagen in meine Kultur zurückgegangen bin. In einer Welt, wo ich mich sicher gefühlt habe und eine Welt, die ich kannte. Und da habe ich so viel Neues entdeckt, also nicht Neues entdeckt, ich habe so viele Erkenntnisse bekommen. Weil als ich mit 17 weggegangen bin aus dem Urwald, bin ich ja in eine komplett fremde Kultur hineingekommen, ohne überhaupt das zu verstehen. Zum Beispiel, dass mein Gehirn anders entwickelt worden ist, meine Instinkte sind anders entwickelt. Da sind ja so viele Sachen, die ich immer so beiseite geschoben habe, weil ich sie einfach nicht verstanden habe. Und als ich dann zurückging und dann von einer Distanz alles sehen konnte, der westliche Welt, mein Leben, wer bin ich, wie sind die Einheimischen,
da habe ich zum ersten Mal erkannt, wer ich eigentlich bin und auch, was die Unterschiede sind und was für eine Prägung eine Kultur auf jemand hat. Wer bist du denn? Also ich werde nie eins oder das andere sein. Ich bin teils noch, und das wird auch nie weggehen, das ist auch okay, ich habe das auch akzeptiert. Ich werde immer zwischen Welten sein. Ich werde immer zwischen eine Stammeskultur und eine westliche Kultur sein, aber ich bin okay damit. Ich habe Frieden damit geschlossen. Aber genau an der Stelle ist es doch spannend zu gucken, wie geht deine westliche Seite, oder damals, ne, wie ging damals deine westliche Seite mit dem bevorstehenden Tod um, ja. Und wie geht die indigene Seite mit dem Tod um? Ne? Was hast du da in den Kulturen gelernt über den Tod? Also für die Einheimische ist das Tod nicht das Ende. Und die sehen den Tod auch sehr anders wie hier. Also sie trauern viel mehr als hier, also die geben sich viel mehr Zeit zu trauern. Es ist auch alles so, es gibt natürlich, jeder Stamm oder jede Gesellschaft hat einen anderen Weg, mit dem Tod umzugehen. Manchmal in Art und Weisen, wie für uns vielleicht sehr fremd ist. Das Interessante ist aber, wenn die dann trauern und die Trauerzeit ist vorbei und die Trauerzeit ist nicht wie hier 1, 2 Tage, die geben sich die Zeit zu trauern und alle kommen zusammen. Es ist eigentlich fast wie ein Fest. Eine Beerdigung dort ist wie ein Fest. Alle kommen zusammen, die ganze Familie, Freunde. Es wird gegessen, es wird gesungen, es wird geredet, es wird geweint. Und wenn die Trauerzeit vorbei ist, geht das Leben auch weiter. Und die Person ist begraben und das ist das Ende. Und aber das ist toll, ne? Weil, also ich bin ja evangelischer Pastor. Ich finde das so spannend, nur wenn man das einmal vergleicht. Wir benutzen ja häufig den Begriff Trauerfeier. Ja. Ne? Und eigentlich trauern wir da nur, wir feiern aber wenig. Ja, Ne? Und ja. eigentlich müsste man das Leben eben feiern und die Zeit, die man miteinander hatte. Ne? Und das ist eigentlich ein schönes Beispiel dafür. Ja. Und auch, was du sagst, wir nehmen uns so 1, 2 Tage Zeit. Ne? Es gibt in Deutschland ja sogar, du hast Anrecht auf einen Tag Urlaub. Ich weiß. Einen Tag Urlaub. Ne? Ja. Und da ist man am nächsten Tag wieder bei der Arbeit. Genau, deine Eltern sind gestorben, du hast einen Tag Urlaub. Ja, ich weiß. Oh, ist das bitter. Ne? Ja, und, bitter. Und das Problem ist, dass wenn man das nicht verarbeitet, und das tun die ja in der Zeit, wo sie trauern, das kann 1 Woche bis 3 Monate sein, dann reden sie über diese Person, die gestorben ist, und alle Erinnerungen, die sie haben, werden ausgesprochen. Das heißt, alles, was drin ist, wird rausgetragen und dadurch verarbeiten die das. Die verarbeiten die Schmerz, die verarbeiten die Trauer und die halten das nicht in sich drin. Und hier im Westen wird ja das sehr, sehr viel drin gehalten, die Trauer, die Traurigkeit und so. Und das baut sich ja über die Jahre auf. Und deshalb habe ich immer gesagt, die Einheimischen sind zum Teil auch viel freier als wir, also was emotionale Schmerz angeht. Ich finde, die Art, wie wir mit Tod umgehen, finde ich, sagt viel über die Art, wie wir leben aus. Und ich gehe da total mit, ne? Das Leben feiern und eben das Leben der Verstorbenen auch feiern. Ja. Ich habe aber auch gelesen bei dir, dass man über ältere Menschen viel mehr trauert als über Kinder zum Beispiel. Ja, absolut. Ja, was für uns natürlich hier unvorstellbar ist. Aber es gibt einen logischen Grund, weil die sagen, mit einem Kind haben wir nicht so viel Erinnerung. Mit jemand, der alt ist, haben wir viel mehr Erinnerung, also brauchen wir viel mehr Zeit zu trauern. Und wir haben eine viel engere Beziehung zu dieser Person, weil es eine ältere Person ist. Ja, und das ist auf eine ganz komische Art, ist das total logisch. Ja. Ne? Also so, ja. ich war wirklich so, ja, es stimmt. Und die Begründung war ja, naja, was soll ich so viel trauern? Ich kannte den ja noch gar nicht so richtig. Ne? Und es ist perfide logisch, so, aber unvorstellbar für mich natürlich. Ne? Also auch als Vater einer Tochter auf jeden Fall. Ja. Du warst 4 Jahre im Dschungel. Ja. Ne? Noch einmal zurückgefragt, weil du gesagt hast, du hast es deinen Kindern damals nicht gesagt, du warst 4 Jahre unterwegs. Wie viel Kontakt hattest du denn da? So viel ich konnte. Also immer, wenn ich so irgendwo war, wo wir Internetzugang hatten oder so, habe ich schon Kontakt gehabt oder so. Also ich habe immer versucht, so viel wie möglich. Aber es gab Zeiten, wo wir einfach sehr weit weg waren. Wir reden hier über den tiefsten Urwald. Da ist ja nichts da, da ist keine Internetverbindung, da ist ja keine Elektrizität. Aber wenn wir da waren, dann habe ich immer gemacht, ja. Erzähl mir mal bitte von deiner letzten Station, bevor du geheilt wurdest. Wie ist das abgelaufen? Wie hast du dich gefühlt? Wie war deine Verfassung und wie wurdest du geheilt? Also wir waren ja auf den Salomoninseln zu der Zeit und ich kam zum Punkt, wo ich eigentlich, da waren wir schon seit fast 4 Jahren unterwegs, 3,5 oder so, längere Zeit unterwegs. Und ich hatte, 4 Jahren, ich kam zum Punkt, wo ich einfach die Hoffnung aufgegeben hatte. Ich habe gesagt, ich kann nicht mehr. Erstens war Miki lange weg von seinem Stamm und seiner Familie und zweitens, ich hab die Kinder die ja so vermisst, da waren Tage, wo ich dachte, ich halte es nicht mehr aus. Und da habe ich gesagt, okay, wir versuchen noch einmal und wenn das nicht klappt, dann gehe ich zurück. Dann
Ich habe alles probiert, was ich tun konnte. Und da kam zufälligerweise ein Anruf aus Neuguinea, aus Papua-Neuguinea, von einer Frau, die gesagt hat, mein Bruder, der im Urwald lebt, der im Dschungel lebt, da ziemlich tief oben, weit oben in den Bergen, hat mich angerufen, dass die vielleicht ein Heilmittel gefunden hatten. Und dann sind wir zurückgeflogen, sind dann in die Bergen hinaufgegangen, das sind ja sehr, sehr weit, tief in den Bergen, und sind zu einem Stamm gekommen, das in einem Gebiet wohnt, das man No Man's Land nennt, also Niemandsland. Und das bis heute noch unerforscht ist. Und die hatten auch noch nie eine weiße Person gesehen. Und da sind wir hin und da gab es einen Mann, der in den Bergen gelebt hat und der hat gesagt, er erkennt die Krankheit. Und er hat ein Heilmittel dafür. Und dann sind wir auch dahin gegangen und der hat auch gesagt, also den Mann selbst habe ich nicht getroffen, das war ein Verwandter von ihm. Der ist dann in den Busch hineingegangen, in den Bergen. Und er kam dann wieder mit 2 Baumrinden, die ich noch nie gesehen habe. Das war ganz, ganz rosa, ein richtig tiefes rosa Farbe. Und wenn man reingeschnitten hat, kam so ein rotes Harz raus. Und da waren 2 verschiedene. Und der hat gesagt, die musst du mischen, das Harz, und das musst du nehmen. Und da hat er noch gesagt, also über seinen Verwandten, du wirst das Gefühl haben, dass du stirbst, aber du wirst nicht sterben. Und das haben wir natürlich damals so in der Aufregung nicht so ganz wahrgenommen. Und er hatte absolut recht. Ich habe das dann genommen, er hat gesagt, du musst warten, bis die Krankheit ausbricht, dann nimm das. Und ich habe ja 4 Kinder gehabt, also weiß ich, was Schmerz ist. Mhm. Nicht zu vergleichen mit was ich diese 3 Tage durchgemacht habe. Das war ja eigentlich, interessanterweise im Nachhinein wissen wir, das war ein Gift. Der hat meinen Körper vergiftet, um mich zu heilen. Und ich habe 3 Tage lang, Gott sei Dank, habe ich vieles nicht mitbekommen, weil ich sehr viel ohnmächtig war. Aber die haben gesagt, es gab Zeiten, wo die Decke voller Blut war. Ich konnte, also die haben mich jede Stunde so Wasser reingeschüttet in mich, weil ich konnte nichts mehr drin halten. Also 3 Tage lang habe ich nur geschrien, wenn ich wach war, vor Schmerz. Und dann am 4. Tag bin ich aufgewacht, konnte mich auch kaum bewegen. Und dann hat man mich so langsam wieder so aufgebaut. Und damals haben sogar die Stammesleute haben gedacht, ich sterbe und fingen an, ihre Trauerzeremonien anzufangen, um meine Seele sozusagen in einem Nachleben hineinzuhelfen. Und wir haben wirklich gedacht, das ist das Ende. Habe ich auch gedacht, ja. Und dann hast du festgestellt, es ist aber nicht das Ende, sondern es ist der Anfang von was Neuem. Ja. Bist du dann sofort zurückgefahren? Nein. Also das war ja so, ich war ja schon länger bei diesem Stamm und das ist ja nicht so ein Stamm also es war wirklich wie die Fayu, sehr, sehr weit weg, sehr wilder Stamm noch auf eine gewisse Art und Weise. Und habe dort, als es mir dann besser ging, weil wir mussten noch einige Monate warten, zu schauen, hat das wirklich geholfen. Und in der Zeit habe ich mich tiefer und tiefer verloren in dieser Kultur, weil das ganze Konzept, es ist ja, das Leben im Urwald, muss man sich vorstellen, ist wie auf einem anderen Planeten. Es gibt kein Zeitgefühl und ich bin in eine Struktur hineingekommen, wo ich immer sage, im Urwald zu überleben, muss man unsichtbar werden. Und das bedeutet, dass man seine eigene Identität aufgibt. Man gibt ja auf eine gewisse Weise sich selbst auf und kommt zusammen mit einer Gruppe. Und habe mich in der Zeit, fing ich an, mich immer tiefer und tiefer hinein zu verlieren in der Kultur und in der Natur und bin, nach Mickys Aussagen, immer verwilderter geworden. Und er musste mich eigentlich fast mit Gewalt wieder rausholen. Bist du durch ihn dann wieder zurückgekommen? Ja. Also ich weiß es nicht. Also meine Kinder behaupten, ich wäre trotzdem zurückgekommen. Die sind da fest von überzeugt. Aber ich kam zum Punkt, wo ich gesagt habe, ich will nicht mehr zurück. Weil der Gedanke, jetzt zurückzugehen zu einem Kultur, einem Ort, der mir so viel für mich, den ich nicht verstand, die für mich so viel Leid bedeutet hat. Und ich hatte so viel Angst und ich habe gesagt, hier bin ich sicher, hier kann ich überleben. Und ich habe mich auch wohlgefühlt und ich war glücklich dort, weil ich habe immer das Gefühl gehabt, ich bin wieder frei. Dieser ganze Druck, den wir hier haben, den Stress war alles weg. Und habe mich da ziemlich verloren, gab auch eine große Auseinandersetzung mit Micky, aber der hat zu mir gesagt, du musst zurück, du kannst hier nicht bleiben. Und habe mich dann rausgenommen wieder. Und dann bist du zurückgefahren. 2 letzte ganz kurze Fragen. Ja. Wie viel Westen steckt heute in dir? Das kann ich, also ich versuche, dass es mehr wird, soll man so sagen. Ich arbeite dran. Okay. Du fremdelst manchmal noch, aber manchmal auch nicht mehr. Ja, und ich arbeite dran. Beschreib einmal kurz das Gefühl, wie es war, das erste Mal nach der langen Zeit deine Kinder in den Arm zu nehmen. Unglaubliches Gefühl, natürlich. Also das kann man auch nicht beschreiben. Es war fast unreal. Also wenn man so lange immer nur daran denkt und dann passiert es auch, war ja natürlich
schon eine Sache, so ein ganz besonderer Moment. Ja. Vielen Dank, dass du heute Morgen diese wirklich unglaubliche Geschichte mit uns geteilt hast, mit mir geteilt hast. Ja. Ihnen vielen Dank, dass Sie heute Morgen dabei waren. Seien Sie nächstes Mal auch dabei bei So gesehen Talk am Sonntag hier in Sat.1. Wir freuen uns auf Sie. Bis dann. Tschüss.